Ich heiße Sie herzlich willkommen hier zur Präsentation der Retail-Marktstudie 2013. Schön haben Sie es alle hierher geschafft. Sie haben sie bestimmt schon gesehen, ein bisschen angefasst, reingeguckt. Man kann sie auch wirklich nicht übersehen, die Marktstudie von diesem Jahr. Sie ist nämlich fast doppelt so dick wie die vom letzten Jahr. Da haben Sie sich also richtig reingekniet. Weitere Highlights werden Sie jetzt gleich von Marc-Christian Riebe hören. Er ist der Herausgeber der Marktstudie und natürlich auch der CEO von der Location Group. Herzlichen Applaus. Schönen guten Abend zur dritten Vorstellung der Retail-Marktstudie. Und da haben wir uns zum Steckenpferd gemacht, mit der Location Group als einzige Publikation im Retail-Immobilienbereich aufzuzeigen, was denn eben global alles passiert, wo die neuen Trends sind, wo die neuen Hotspots sind, die Locations, wo die Retailer von A wie Abercrombie und Fitch bis Z wie Zara neu aufmachen möchten. Und klassischerweise fangen wir da immer natürlich mit unserer Heimatstadt hier in Zürich an. Und das größte Thema ist jedes Mal die Bahnhofstraße, was es dort für Veränderungen gab. Hier sieht man, wo die Zürcher Bahnhofstraße im weltweiten Vergleich steht. An Nummer 4 momentan. Dann kann man hier sehen, wie sich die Ladenmieten an der Bahnhofstraße in den letzten 12 Jahren entwickelt haben. Haben wir hier mal ein bisschen reingezoomt, sodass Sie den Anfang der Bahnhofstraße sehen können. Oder hier in der Mitte zum Beispiel das UBS-Gebäude hier. Das ist das teuerste mit einem Wert von über 1 Milliarde Franken. Angefangen beim Bahnhof mit der Neueröffnung war vergangenes Jahr Dosenbach. Und gerade nebendran hat die Metzgerei Kaufmann ihr Ladenlokal einige Jahre früher zurück an die Eigentümerin gegeben. Und hier wird jetzt Yochis einziehen. Muss einige Sushis in der Minute verkaufen, damit sich das Geschäft dort rechnet. Den absoluten Rekord, was eine Miete angeht für eine mittlere Fläche, hat das Swiss Casino aufgestellt. Sage und schreibe, 8,5 Millionen Franken werden hier jedes Jahr Miete bezahlt. Dann haben wir in der Studie in Europa natürlich Paris und London ganz besonders angeschaut. Hugo Boss hat zum Beispiel einen Flagship-Store aufgemacht am Champs-Élysées und Louis Vuitton am Place Vendôme, die erste Uhrenboutique in Frankreich, wo also nur in der Bijouterie alles andere außer Taschen und Kleidern verkauft werden. Genauso wie Victoria's Secret in London, die an allerbester Lage ihren allerersten Flagship-Store in Europa an der New Bond Street eröffnet haben. Und dann Burberry zum Beispiel an der Regent Street haben auch auf wahnsinnig großer Fläche einen Flagship-Store hingestellt, wo die Crown Estate und Burberry an die beiden Vormieter ein Key Money von annähernd 20 Millionen bezahlt haben. Dann werfen wir einen Blick nach Amsterdam. Da haben sich an der PC Hofstraat im vergangenen Jahr über 10 Neuvermietungen ergeben. Das ist eine Straße in einem ehemaligen Wohnviertel bei den Museen, wo jetzt ein Luxuslabel nach dem anderen sich angesiedelt hat. Dann haben wir in Berlin das Nike Town, eines von 4 Flagship-Stores, die es noch gab weltweit, wird höchstwahrscheinlich von Uniqlo übernommen. Uniqlo ist ein japanisches Brand von Tadashi Yanai, der reichste Japaner, der zu vergleichen ist mit Amancio Ortega von Inditex bzw. Zara und mittlerweile ihn, was den Umsatz betrifft, überflügelt hat. Sein Ziel ist bis 2020 über 50 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. Also möchte seinen Umsatz verdreifachen und das bedeutet, dass wir auch hier bald Uniqlo-Geschäfte sehen werden. Und dann kommen wir auch schon nach New York. Am Times Square hatte Microsoft einen Temporary Store aufgemacht und direkt neben Forever 21 und Disney an allerbester Lage. Bin gespannt, ob sie da bleiben werden. Auf jeden Fall wird Microsoft mit den 70 Boutiquen, die sie jetzt schon in Amerika aufgemacht haben, jetzt nach Kanada gegangen sind, auch recht schnell nach Europa kommen.
Und dann noch zum Schluss von New York natürlich das World Trade Center, was jetzt langsam fertiggestellt wird. Das ist ein Rendering, wie es dann innen drin später im Shopping Center Teil aussehen wird, was auch von Westfield betrieben wird. Und dann kommen wir schon nach Hongkong, dass hier ein neuer Rekord aufgestellt wurde, in dem Zara die Fläche von H&M übernimmt und dort eine Rekordmiete bezahlt. In Shanghai hat sich auch einiges getan. Hier ist der Blick von der IFC Mall aus auf den Bund und die Nanjing Road East, wo täglich, und wenn man es nicht selber gesehen hat und selber gespürt hat, dann glaubt man das nicht, sind jeden Tag über 1 Million Menschen auf der Straße. Auch nicht weit davon weg ist eines der besten Luxus-Shopping-Center der Welt, das Plaza 66, wo Peter Marino, den wir gleich sehen, für Louis Vuitton den neuen Flagship-Store gebaut hat. Und hier sieht man schön die Veranda. Das ist also ein riesen Maison, nennt Louis Vuitton die neuen Geschäfte. Und man muss es gesehen haben, das ist also Luxus in Anführungsstrichen pur, aber einfach nur beeindruckend, was hier für ein Einkaufstempel geschaffen wurde. Und dann haben wir ganz speziell in der Studie dieses Jahr die 10 größten chinesischen Städte aufgeführt. In Chongqing leben 29 Millionen Menschen. Gibt es natürlich auch bald Raffles City vom Architekten Moshe Safdie mit insgesamt 1 Million Quadratmeter vermietbarer Fläche. Das muss man sich mal reinziehen. Das gibt es in Europa und in Amerika nicht. 1 Million Quadratmeter, die neue Nutzer suchen und einem totalen Investment von 3,34 Milliarden $. Nein. Hier geblieben. So schnell kommst du mir nicht davon. Ja, viele spannende Infos, eine Riesenarbeit, ja, die dahinter steckt. Hast du jetzt gerade gesagt, wie lange ihr da braucht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eine weltweite Marktstudie zu veröffentlichen? Ich versuche immer die Dinge ein bisschen anders zu machen, als es die anderen tun. Und habe eben am Anfang, als ich hier vor knapp 10 Jahren in die Schweiz gekommen bin, gesehen, dass sich niemand wirklich ernsthaft mit dem Schweizer Retail-Immobilienmarkt auseinandergesetzt hat und den Markt auch gekannt hat. Habe das eben gesehen aufgrund der Nachfrage der internationalen Brands, die nach Zürich gekommen sind, die immer wissen wollten, wo kann ich denn mein Geschäft eröffnen, die dann mittlerweile, wenn man in London oder Paris bei den großen Immobilienhäusern anfragt, wo soll man nach Zürich gehen, eben aufgrund unseres Wissens dann auch immer wieder zu uns kommen.